Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum mittlerweile 12. Schmock-Vlog. Jawohl, es läuft und ich habe es fast jede Woche geschafft, einen Vlog aufzunehmen. Das soll auch gern so bleiben. Heute verliere ich gar nicht viel Zeit, weil ich will euch nämlich in aller Ruhe zeigen, wie ich diesen Herren hier aus dem Kickstarter von The Printing Goes Ever On bemalt habe. Und ich habe die Kamera nebenbei laufen lassen, mache das Schritt für Schritt, spreche ein bisschen drauf und wünsche euch einfach ganz viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschö! Bevor irgendwas gedruckt werden kann, muss erstmal das 3D-Modell in Scheiben geschnitten werden. Das läuft ähnlich wie bei einem Computertomographen und mache ich in dem Fall über die Software G2Box. Sobald das Modell fertig geschnitten ist, kommt es in den Drucker und wir starten den Druckauftrag. Ein paar Stunden später ist der Druck dann fertig. Sobald der Druck dann fertig gehärtet ist, kann es losgehen. Wir schleifen zunächst erstmal die Unterkanten der Bases ab, weil diese bei meinem Druck nicht ganz eben waren. Wie ihr seht, fällt beim Schleifen jede Menge Staub an. Da das Resin Feinstaub ist, solltet ihr unbedingt eine Maske tragen, während ihr das macht. Nach dem Abschleifen gönnen wir den Resinteilen noch ein kleines Bad, um die letzten Rückstände zu entfernen. Geschafft! Das Modell kann jetzt zusammengeklebt werden und wenn alles trocken ist, grundiert werden. Ich wähle hierfür eine ganz normale schwarze Grundierung und nebel dann mit der Airbrush nachher weiß obendrauf. Für die Innenseiten der Tentakel und für den Mund und die Augen des Monsters beginne ich mit Red Leather, das ich immer weiter mit Bone White und nachher dann mit einem normalen Weiß aufhelle. Die Haut des Monsters besteht aus zwei Farben. Ich nutze Brown Violet als Grundfarbe und helle das immer mehr mit Green Grey auf und zum Schluss benutze ich nur noch Green Grey. Die Airbrush kann sauber gemacht und weggepackt werden, jetzt kommt der Pinsel ans Werk. Ich nehme zunächst wieder einen Knochenweiß und ziehe damit sämtliche Noppen der Tentakel nach. Nachdem die Noppen alle bemalt sind, nehme ich ein grünes Ink und ziehe damit die Kämme auf den Tentakeln und die Kämme auf dem Körper des Monsters nach. Nachdem das Wash ordentlich durchgetrocknet ist, nehme ich wieder Green Grey und ziehe damit die Highlights auf den Kämmen nach. Da das Monster unter Wasser lebt, habe ich ihm sehr große schwarze Pupillen gemalt. Ich benutze dazu gerne das Kontrastschwarz, weil ein bisschen was von der Originalfarbe drunter erhalten bleibt und somit die Farbpalette zueinander passt. Nachdem die Haut des Monsters jetzt fertig ist, gilt es noch, die Bases zu bemalen. Ich nehme dafür Medium Blue als Grundfarbe und wasche das danach mit einem blauen Ink. Wie auch schon mit der Haut des Monsters nehme ich jetzt wieder die Grundfarbe, also Medium Blue, und helle das immer mehr mit Crystal Blue auf, bis ich am Ende nur noch Crystal Blue male. Wenn ich das Crystal Blue gemalt habe,
helle ich das wiederum mit Weiß auf. Zu guter Letzt male ich die Schaumkronen nur noch mit Weiß. Das Ganze wird alles so nass wie möglich ineinander gemalt, damit der Effekt schön verfließt. Für die Grundfarbe des Steines benutze ich Medium Sea Grey, das ich dann mit braunen und grünen Wash wieder abdunkel. Danach wird es mit Medium Sea Grey und Ash Grey wieder trocken gebürstet. Nun kommen wir schon zum letzten Schritt. Nachdem alle Teile eine Schutzschicht aus Mattlack erhalten haben, muss ich nun die Wassereffekte wieder mit einem Glanzlack zum Glänzen bringen. Und fertig ist das Tentakelmonster. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich beim Bemalen des Modells hatte. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.